Die verhaltensökonomische Forschung hat ja zum Ziel, das Menschenbild, das ökonomische Menschenbild reicher zu machen, interessanter und auch realistischer zu machen. Also das ökonomische Modell geht ja davon aus, dass Menschen perfekt rational sind. Also der Homo economicus ist natürlich eine Fiktion, das wissen auch Ökonomen. Aber die Frage ist, was tritt an dessen Stelle? Und das ist eben nicht so einfach und das ist natürlich eine empirische Frage. Und da kommen eben die Experimente ins Spiel und können dann eben zeigen, dass in bestimmten Kontexten Leute sich also anders als im Modell vorhergesagt verhalten. Es ist eben wichtig für Märkte, dass viele Leute zusammenkommen zu einer bestimmten Zeit. Und das können jetzt reale Wochenmärkte sein, aber das können ja auch virtuelle Märkte sein, also Plattformen im Internet, wo man Sachen kauft. Bei den Märkten ohne Geld ist es insofern ein bisschen komplizierter, als man, wie gesagt, nicht einfach sozusagen hingeht und mit Geld bezahlt, sondern man muss eben Partner finden oder Gegenstände finden, die zu einem passen. Eine Frage, die wir uns stellen, ist, wie muss man diese Märkte organisieren, wenn Menschen nicht immer vollständig rational sind, sondern eben bestimmte Fehler machen, bestimmte Dinge nicht verstehen. Und das ist eben wichtig, zum Beispiel, wenn man sich die Wahl von Schulen ansieht, da ist es eben in einigen Städten so, dass sehr komplizierte Mechanismen verwendet werden, bei denen Eltern sehr kompliziert überlegen müssen, wie sie sich strategisch verhalten. Unter anderem ist es auch in Berlin so. Und das bedeutet eben auch, dass es sehr ungerecht sein kann, weil eben bestimmte Eltern besser informiert sind als andere und sich dann auch besser strategisch verhalten. Und das heißt, da gibt es ein Problem mit dem Design dieses Markts, dieses Zuordnungsmarkts. Den sollte man eben besser anders organisieren, sodass es eben sicher ist, die wahren Präferenzen anzugeben, also sich bei der wirklichen Lieblingsschule zu bewerben, dass man eben die Wahrheit sagt und das kein Nachteil ist. Also wir benutzen einerseits mathematische Theorie, das ist meistens Spieltheorie, also wir versuchen sozusagen strategisches Verhalten zu verstehen in bestimmten Situationen mithilfe dieser Theorie. Und dann bringen wir diese Spiele, die wir mathematisch beschrieben haben, ins Entscheidungslabor. Das heißt, wir haben zum Beispiel dann Experimente gemacht über den Schulwahlmechanismus in Berlin. Und das Schöne an dem Experimentallabor ist jetzt, dass man einmal den existierenden Mechanismus natürlich nachbilden kann und schauen, ob das, was man im Labor beobachtet, dann mit dem übereinstimmt, was man in der Realität sieht, also ob man das schafft, das zu replizieren. Und dann kann man eben auch alles Mögliche ändern und schauen, was dann passiert. Also man kann sozusagen kontrafaktisch schauen, was würde passieren, wenn man in der Realität die Regeln so und so verändert. Und das machen wir dann und beobachten dann Verhalten und schauen, verstehen die Leute eigentlich den Mechanismus oder machen die systematische Fehler. Und auch dann muss man eben überlegen, ob man einen anderen Mechanismus benutzt, der einfacher ist und es den Leuten leichter macht.